Stars, they come and go. Ich wurde ja nie gefragt, ob ich nach Deutschland will. Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last night. Ja. Ich komme gebürtig aus Italien, bin in Düsseldorf groß geworden und lebe mittlerweile in Köln. Und ich bin Schauspieler. Was machst du hier? Hans, was machst du? Die Liebe. Heimlich, oder? Ich bin geboren in Norditalien, in Forestos Barso. Da habe ich die ersten 2,5 Jahre meines Lebens oder fast 3 Jahre meines Lebens verbracht. Es gab damals einen immer wieder aufkehrenden Streit zwischen meiner Mutter und meinem Vater, dass sie sich gegenseitig gedroht haben, irgendwie sich die Kinder wegzunehmen. Die Liebe? Heilig, ne? In Italien ist es so, dass der Vater das Sorgerecht für nicht-eheliche Kinder hat und in Deutschland die Mutter. Meine Mutter hat das dann letzten Endes in die Tat umgesetzt. Sie hat dann von meinem Vater nicht wissend einfach meine Schwester und mich ins Auto gesetzt und ist nach Deutschland gefahren. Meinem Vater wurden seine Kinder einfach weggenommen. Als wir nach Deutschland gekommen sind, gab es von meiner Mutter kein Gespräch darüber mit mir, dass wir nicht nach Italien zurückgehen. Meine Mutter hat sehr negativ eigentlich ab da über meinen Vater gesprochen. Das ist alles, was ich sehr, sehr lange in meinem Leben über meinen Vater hatte. Sie hat auch kein Italienisch mehr mit uns gesprochen, als wir in Deutschland waren. Ich wurde oft gefragt, irgendwie, wo mein Vater ist oder warum ich ohne meinen Vater aufwachse oder ob ich ihn manchmal besuchen fahre in Italien. Und alles, was ich über meinen Vater wusste, war alles Negative, was meine Mutter über ihn halt ausgesprochen hat. Mein Vater hat sehr viel versucht, den Kontakt herzustellen. Das hat nicht geklappt, aus juristischen Gründen. Die Situation, einfach die Kinder einzupacken, ist, glaube ich, sehr, sehr komplex, wenn man jetzt meine Mutter betrachtet oder was die Entscheidung angeht. Aber wer immer als Verlierer zurückbleibt, sind die Kinder. Ich habe aus anderen Gründen irgendwann mit Mitte 20 eine Therapie angefangen. Nachdem ich einige Zeit in Therapie war, dann geht es natürlich auch extrem viel um diese Fragen. Und der Grund, warum ich in Therapie gegangen bin, ist natürlich auch komplett damit verknüpft. Ich habe es halt nicht gesehen. In der Therapie ist mir aufgefallen, von der eigenen Mutter entführt zu werden oder aus der Heimat entrissen zu werden, dass das sehr, sehr tiefe Spuren einfach hinterlässt. Der unverbrüchliche Anspruch an uns gestellt ist. Nein, nicht so. Ich glaube, der Wechsel davon, eine Geschichte zu leben, die man erzählt bekommen hat und die eigene Geschichte zu finden, ist nicht einfach und ein wichtiger Teil von einer Therapie. Das ist der Untergang! Im Rahmen dessen ist für mich auch klar geworden, dass diese Bilder über meinen Vater, die so negativ sind, dass die mich nicht interessieren. Es war für mich nicht einfach, weil ich dadurch das Gefühl hatte, ich verrate meine Mutter oder die Beziehung zu meiner Mutter. Aber es ist halt meine Geschichte. Und meine Geschichte ist, dass mein Vater ist.
Also, ich habe ja fast 30 Jahre gebraucht, um das erste Mal wieder zurückzukehren an den Ort, wo ich geboren bin. Der Aufhänger war eigentlich, dass ich wissen wollte, ob das Haus, in dem ich geboren bin, ob das noch existiert. Ich habe im Rahmen von der Therapie, als ich nach meinem Vater recherchiert habe, habe ich, auch herausgefunden, dass er 2004 gestorben ist. Vor 2 Jahren ist dann auch meine Mutter gestorben und ich würde sagen, dass das noch mal ausgelöst hat, für mich nachzuschauen und Dinge über die Zeit irgendwie zu lernen, die so verschüttet oder auch so problematisch irgendwie ist. Und als ich dann das erste Mal wieder in Vilongo war nach 30 Jahren, es fühlt sich halt an, als würde einem so ein bisschen irgendwie so der Boden unter den Füßen wanken oder so. Ich glaube, der Grund ist einfach, dass ich große Angst davor hatte, dass, wenn ich dieses Haus finde und ich stehe dort, dass diese Fragezeichen, die ich über meine Geschichte habe, dass es sich so anfühlt, als hätte ich mein Leben vergeudet oder als hätte ich eine Lüge gelebt und dass ich sie jetzt erst erkennen kann. Es war auf jeden Fall ein Moment, der wirklich sehr stark meiner war. Es ist so ein zentraler Teil meiner Geschichte und wo meine Geschichte einfach wo die sehr, sehr stark beeinflusst wurde. Und ich sehr, sehr lange einfach in einer Situation gelebt habe, wo ich von alledem irgendwie oder zu alledem einfach keinen Kontakt hatte. Und da ist für mich ein kleines bisschen was wieder so, hat sich verbunden. All das, was ich über die Jahre in der Therapie eigentlich reflektiert habe, mit einem physischen Ort zu verbinden und auch mit der Erfahrung, dass dieses Haus einfach noch da ist, das hatte was sehr, sehr Heilendes. Ich glaube, Neurogenese ist ein wichtiger Prozess bei einer Heilung, weil wir lernen als Kinder bestimmte Dinge, die vielleicht nicht richtig sind. Und wir müssen diese Verbindungen neu knüpfen, im Kopf, aber vielleicht auch im Körper. Der Prozess lohnt sich, egal wie man ihn für sich definiert. Die Zeit, die man investiert, die kommt einem sehr zugute als Mensch. Für mich hat sich vieles verändert, dadurch, dass ich in der Therapie einfach sehr viel mich damit beschäftigt habe, was meine Geschichte ist. Und meine Geschichte ist, dass ich Italiener bin, aber auch eine verlorene Beziehung irgendwie dazu habe. Genau weil ich mich so viel darum gekümmert habe, um diese Aufarbeitung, um dieses Puzzle irgendwie komplett zu machen, um das zu verstehen, um meine eigene Geschichte und meine eigene Identität irgendwie wieder zusammenzufügen, so wie das meine ist. Das hilft mir genau deshalb einfach enorm. Also ich lebe heute in Köln und ich fühle mich nie ganz zu Hause. Ich fühle mich auf eine Art immer ein kleines bisschen alleine oder so. Aber nichtsdestotrotz führe ich ein total glückliches Leben. Ich habe ganz tolle Freunde um mich rum. Ich habe gelernt, über meine Probleme zu kommunizieren, die ich eben aus diesen
Konflikt oder diesem Trauma in meiner Kindheit eben habe. Take on me, take me on, I'll be gone In a day or two. Do you have it?